21. Siren im Jahr 3009 im Zeitalter der Kronen. Die Nacht war über die Festung Altfels hereingebrochen. Auch die Stadt Raktara unterhalb ihrer hohen Mauern schlief ungestört und friedlich, während Yggdrasil wie ein Gehetzter durch die dunklen Korridore der Burg eilte. Der König wünschte ihn unverzüglich zu sehen. Es musste wichtig sein, sonst hätte ihn Verus Ven Morgrem, der Gelehrte, nicht zu solch später Stunde rufen lassen. Etwas, das in den letzten Jahren nie vorgekommen war, da es der König vorzog, sich nachts mit nichts anderem als seinen Büchern zu beschäftigen. Endlich erreichte Idras den Thronsaal. Die große Halle war seit Jahren verwaist und hatte schon seit Ewigkeiten keine Gesandtschaften anderer Königreiche mehr gesehen. Die hohe Empore mit den 10 Stufen, auf der Veres Thron stehen sollte, war seit Jahren leer. Die meiste Zeit des Tages stöberte der König in den Regalen der alten Bibliothek herum. Verus Ven Morgrem hatte daher den Thron in die Bibliothek schaffen lassen. Verus hatte Idras gesagt, er habe es satt, die Stufen der Empore erklimmen zu müssen, nur um irgendeinem Vasallen Geld für ein Lustschloss zu bewilligen, weil er sich ungestört mit seinen Mätressen treffen wollte. Außerdem hielt er es für eine Unverschämtheit, seine Gedanken unterbrechen zu müssen, um sich profanen Angelegenheiten zuzuwenden, wie das Regieren eines Königreiches. Sobald Verus sein Abendessen beendet hatte, zog er sich in die Bibliothek zurück und verlangte, ungestört zu bleiben, damit er sich in alten Geschichten und Wissenschaften verlieren konnte. Der Wolkenkönig, so nannte man ihn inzwischen, und das durchaus mit Recht, denn die hohen Türme der Festung verließ er kaum noch, um sich seinem Volk zu zeigen. Idras konnte dieses Verhalten nicht begreifen, denn er war in den frühen Jahren seiner Regentschaft sehr erfolgreich gewesen, trotz der vielen Herausforderungen und Probleme, die ihm sein Vater vererbt hatte. Verus Erfolge sollten ihn stolz machen und ihn in der Gegenwart festhalten. Erfolg war zerbrechlich und Ruhm verging, wenn man nicht voll im Leben stand und sich bemühte, das Erreichte zu erhalten. Verus Ven Morgrem übernahm ein Reich, das viele Kriege gegen seine Nachbarn und in fernen Ländern geführt hatte. Seit Verus den Thron bestiegen hatte, erlebte es einen langen Frieden, da alle Feinde ringsum von den Drachen zu Asche verbrannt waren, ihre Festungen und Städte zerstört, ihre Länder verwüstet. Verus hatte viel Mühe in seine Bestrebungen gesetzt, die einstigen Feinde zu Freunden zu machen. Es war ihm gelungen, denn auch die anderen Könige waren der Kämpfe und der Zerstörungen überdrüssig und widmeten sich dem Wiederaufbau ihrer Länder. Sie ordneten ihre Beziehungen zu den Raganiern, dessen Blutlinie Verus Ven Morgrem entstammte, neu. Ja, Verus war ein großer Krieger gewesen, der sich Respekt verdient hatte. Alles schien gut und es gab keine Anzeichen für neue Probleme oder Herausforderungen. Dennoch sprach Verus in letzter Zeit immer öfter von Kriegen, die noch kommen sollten, von Königen, die sich irgendwann mit den 10 Drachen von Vashta und ihren Reitern würden messen wollen. Er hielt es für unausweichlich, dass die Reiche Arandors erneut aneinander gerieten. Es war nur eine Frage der Zeit, sagte Verus, und das Drachenfeuer würde ein weiteres Mal die Welt verzehren. Idras konnte vieles von dem, was der König sagte, nachvollziehen. Anderes jedoch hielt er für weltfremdes Gefasel. Besonders wenn es um Prophezeiungen ging, denen Verus immer größeren Wert beimaß. In den letzten Jahren schien das nahende Weltende durch den weißen Drachen mehr und mehr in seinen Gedanken Raum zu fassen. Eine zentrale Lehre der mächtigen Kirche des weißen Drachen, die den Thron der Ragarions seit Generationen stützte. Idras war mit dem König aufgewachsen. Er kannte sein Denken und sein Fühlen seit über 50 Jahren. Er wusste, wie sehr er die Einmischungen der Kirche und ihre subtile Macht hasste. Ein Einfluss, der in den Jahren stärker geworden war. Umso befremdlicher schien es Idras, dass Verus das kirchliche Dogma der Weltzerstörung in den Mittelpunkt seines Denkens setzte. Der König hatte vor gut 20 Jahren angefangen, sich den Büchern zuzuwenden, aber das war noch kein großes Problem. Erst als seine 2 jungen Söhne auf mysteriöse Weise auf dem Kristallsee ums Leben kamen, zog er sich mehr und mehr in sein Inneres zurück. Idras dachte oft über das Rätsel nach, warum der König der wirklichen Welt den Rücken zugewandt hatte, anstatt seinen Kummer zu überwinden und seinen Pflichten voll und ganz nachzukommen, so wie er das in der Vergangenheit getan hatte, wenn es schwierig wurde. Immerhin kam er tagsüber den wichtigeren Amtsgeschäften nach und empfing Boten und Gesandte in der Bibliothek, die als sein Audienz- und Thronsaal diente, aber er tat es halbherzig und eilig. In seinen Augen war das ganz offensichtlich eine lästige Pflicht, die auch seine Minister erledigen konnten, denen er inzwischen das Regieren überließ. Idras hastete der großen Türe entgegen, die in die Bibliothek führte und vor der die 6 Männer der Nachtwache Posten bezogen hatten. Er blieb einen Moment vor den geschlossenen Türflügeln stehen, straffte seine Schultern und beruhigte seinen Atem. Danach klopfte er an.
Durch die dicken Holzbohlen hörte er die Stimme des Königs, der ihn aufforderte, einzutreten. Die Posten griffen nach den kupfernen Ringen an den Türflügeln und öffneten den Eingang in die Bibliothek, um Idras einzulassen. Nachdem er die Bibliothek betreten hatte, schlossen sie die Türe hinter ihm. Idras konnte im Halbdunkel kaum etwas sehen. Es gab keine Kerzen, die hatte der König verboten. Kein Funken sollte den Schätzen aus Papier gefährlich werden können. Der blasse Schein von Käferlampen erhellte die ein oder andere Ecke. Idras versuchte angestrengt, seine Umgebung zu erkennen, und nach einer Weile bildeten sich Formen aus der Finsternis heraus. Idras erkannte die Wandregale, die bis unter die Decke reichten und mit Büchern vollgestopft waren. Er sah Stapel uralter Folianten, die sich rings um den Thron häuften. Hinter einem von ihnen bemerkte Idras den rötlichen Schein einer Käferlampe. »Komm her«, hörte Idras den König sagen. Er vernahm das Klimpern der Insekten, die Veres in einem Glasbehälter schüttelte, und sah, wie das Licht hinter einer Wand aus Hunderten von Büchern heller aufflammte. »Ich komme, Herr«, antwortete Idras und stieg vorsichtig über die Pergamente und Zettel hinweg, mit denen der Boden übersät war. »Herr, Herr«, knarrte der König, als spräche er mit sich selbst, »ich hab dir gesagt, wie sehr ich es hasse, wenn du mich so nennst.« Idras stolperte über 3 oder 4 aufeinandergelegte Bücher und fluchte leise. »Nicht diese Worte«, entrüstete sich Veres, »du stehst auf heiligem Boden.« Der König spielte damit wohl auf die Vergangenheit der Bibliothek an, als sie noch nicht von der Kirche besudelt war. Die Mönche der Brakaner hatten all die Schriften hier gesammelt, bevor man sie als Heiden und Falschgläubige verunglimpfte, um sie aus Vastar zu vertreiben. »Nun komm schon«, drängte der König, »wo bleibst du denn, was trödelst du so herum?« Idras umrundete ein weiteres Bollwerk aus alten Papieren und verstaubten Bänden. Dahinter fand er Veres auf einem einfachen Stuhl sitzend, vor einem Tisch voller Pergamente, Schriftrollen und Bücher. Der König trug einen dunklen Umhang, der dringend einer Reinigung bedurfte. Die Krone saß auf struppigem, silbrigem Haar. Den ungepflegten Bart sprenkelten Reste des Abendessens. Unter den dichten Augenbrauen blitzten helle, graublaue Augen. Die klaren Fenster eines wachen Verstandes. Veres winkte Idras heran. »Sieh dir das an! Komm, komm!« Idras konnte sehen, dass ein neues inneres Feuer den König erfasst hatte. Sein Gesicht, üblicherweise von Sorgenfalten und Nachdenklichkeit gekennzeichnet, zeigte sich freudig und strahlend. Veres hielt ein Stück sprödes Leder in den Händen, das eine Landkarte zu sein schien. Idras blickte auf Zeichnungen von Hügeln, Bergen, Flüssen und Seen. Goldene Schriftzeichen glitzerten im flackernden Licht der Lampe. »Eine Karte«, sagte Idras, ohne sich in irgendeiner Weise beeindruckt zu zeigen. Veres interessierte es augenscheinlich nicht, was Idras dachte. Er strich entrückt und mit zittrigen Fingern über das Leder, als betastete er eine heilige Reliquie. »Nicht irgendeine Karte«, hauchte der König, »es ist die Karte des Oterem. Sie weist den Weg zum Seelenherz.« »Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, dass die Karte echt ist?« Veres sah Idras mit schalkhaftem Blick an. »Glaubst du, ich hätte es nicht geschafft, mich all die Jahre durch diesen Berg an Büchern zu wühlen wie ein Bergmann auf der Suche nach einem Schatz, ohne dieses Rätsel endlich zu lösen?« Idras sah sich die Unmenge von Büchern an, die den Raum füllten. Schwer vorstellbar. »Ich habe es getan.« Der König hob den Finger, um seine Worte zu unterstreichen. »Und nun hör zu. Ich habe auf diesen Seiten hier gelesen«, er legte die Hand auf das Buch und hielt für einen andächtigen Moment inne, »wie die Karte beschaffen war, die zum Seelenherz führt. Sie muss aus Leder sein, mit dem Zeichen der gehörnten Schlange am unteren rechten Ende.« Der König zeigte Idras die besagte Stelle auf dem Stück Leder. »Hier ist die Schlange. Ein Teil ist zwar abgerissen, aber man sieht noch ein Auge und eines der Hörner. Und das Leder riecht noch leicht nach Palisanderöl. Ein Detail, das in der Schrift ebenfalls erwähnt wird. Leder in Palisanderöl zu tränken, war eine Methode, wichtige Dokumente haltbar zu machen. Die Karte ist fast 3000 Jahre alt.« »Wie willst du das wissen?« »Sie war in diesem 3000 Jahre alten Buch versteckt.« Veres deutete auf einen sehr großen Folianten zu seinen Füßen, dem der Einband fehlte. »Das Buch stammt von Edul Darakai, dem Weisen aus Iskanderan. Ich folgte einem Hinweis, nach dem zu urteilen es etliche wichtige Karten zu diversen Schätzen gibt, versteckt in Einbänden verschiedener Bücher. Es ist nicht das erste, das ich geöffnet habe, aber in diesem Falle wies mir meine Nase den Weg.« In Idras Kopf entstand das Bild, in dem der König, schnüffelnd wie ein Jagdhund, durch die Bibliothek streunte, auf Leitern stieg und die Regale erklomm, um ein Buch zu finden, das nach Palisanderöl roch.
Der Weise möge mich nicht mit seinem Zorn strafen, fuhr Pheres fort, aber er musste damit gerechnet haben, dass jemand, der gewillt war, das Seelenherz zu finden, dieses notwendige Sakrileg an seiner Handschrift begehen musste. Yggdrasil rieb sich das Kinn. Ich bin nicht überzeugt. Da gebe ich nichts drauf. Der König holte ein Holzröhrchen aus einem Fach unter dem Tisch hervor und reichte es Idras. Darin findest du deine Befehle und eine Liste der Leute, die du mitnehmen sollst. Ich soll mich auf den Weg machen, das Seelenherz zu finden? Genau. Der König spielte geistesabwesend mit dem Schlüssel der Bibliothek, der an einer dicken Kette um seinen Hals hing. Sein Blick verharrte auf dem Leder mit den gravierten Bergen, Meeren, Flüssen und Seen. Du wirst der Welt einen Neubeginn bescheren, wenn du erfolgreich bist. Für Idras war diese Art von Berufung eine Stufe zu hoch. Wo soll es hingehen? Wollte er wissen. Findest du alles hier drin? Pheres tippte auf das hölzerne Rohr. Verliere keine Zeit, mach dich gleich auf den Weg. Er ist ziemlich lang. Und ich will keinen Moment verschwenden, jetzt da ich gefunden habe, was ich so lange suchte. Triff dich mit Rugo an der Küste. Ich habe ihm einen Brief geschickt. Er hat Nachricht, dass du kommst. Er wird nicht mit seiner Truppe begleiten. Gewiss wird das eine gefährliche Reise, aber er weiß über vieles Bescheid und wird dir eine große Hilfe sein. Er ist in dieser Sache schon seit Jahren mein treuester Verbündeter. Ich habe ihn ständig mit Neuigkeiten und den Ergebnissen meiner Forschungen versorgt. Pheres lachte leise wie jemand, der von zwei Taugenichtsen erzählte, die sich lustige Streiche ausdachten. Ich habe hier viele Aufgaben, wendete Idras ein. Ich kann nicht so einfach verschwinden. Wenn ich es befehle, kannst du es. Pheres wurde wieder ernst. Was gibt es hier schon zu tun? Wir sind fett, genügsam und ohne Ambitionen. Eigentlich ist das gut, denn es bewahrt uns davor, übereinander herzufallen und Kriege anzufangen. Gefahr lauert immer, sie zeigt sich zu ihrer Zeit. Pheres grinste, seine Augen glitzerten voller Spott. Gesprochen wie der Berater eines Königs. Dennoch, du wirst gehen. Mir gefällt der Gedanke nicht, dich mit den gierigen Priestern und deinem hasserfüllten Bruder alleine zu lassen. Hasserfüllt, das hast du gut gesagt. Pheres sah Idras mit langem Schweigen an, bevor er mit ernster Stimme fortfuhr. Was du bewirken wirst, geht an Bedeutung weit über alles hinaus, was du hier tun könntest. Auch wenn es dir als ein zu hohes Ziel erscheint, nimm dein Schicksal an, lege alle Bedenken ab und spiele deine Rolle in der Geschichte dieser Welt. Sie ist bedeutender als alle Taten der größten Könige von Arandor.